Heute wieder live und in Farbe. Herzlich willkommen aus meinem Studio in München. Es geht um die Nachlese der Quartalszahlen von Lumen Technologies. Lumen Technologies hat am Dienstag, den 8. Februar, am Abend die Quartalszahlen des letzten Jahres veröffentlicht und wir schauen uns die gleich mal an. Ich hoffe, es gefällt euch, bleibt mit dabei und bis gleich. Ja, und hier sind wir auf der Investor Relations Webseite von Lumen Technologies und ihr seht hier unten, die Quartalszahlen des Q4 wurden jetzt seit Dienstag veröffentlicht und wenn man hier also drauf geht, klickt, bekommt man den entsprechenden Bericht. Ich habe den hier schon mal aufgerufen und so sieht der aus. Es hat die neue Präsidentin, die Kate Jones, hier den Call eröffnet und jetzt sind also in diesem Call folgende 3 Dinge passiert und die muss man kurz verstehen, damit man weiß, warum denn jetzt am gestrigen Tag hier fast 21% der Aktienkurs von Lumen Technologies gefallen ist. Ich rufe das nochmal auf der Seite von Seeking Alpha, seekingalpha.com, das kennt ihr mittlerweile. Dort können Analysten hier ihre Berichte und Kommentare beschreiben. Da ist eine ganz interessante, gute Übersicht. Ich habe hier mal die Lumen Technologies aufgerufen. Hier seht ihr oben den aktuellen Aktienkurs noch von dem 8. Der Handel ist noch nicht eröffnet heute, aber hier sind schon die letzten Quartalszahlen und die latest Quarters Earnings bekannt gegeben und hier steht also Earning per Shares Normalized Actual und das wurde um 0,43 US-Dollar übertroffen, also Beat by 0.19. Das ist ja im Grunde letztendlich positiv. Was das EPS GAPP betrifft, also sprich den eigentlichen korrigierten Gewinn pro Aktie, EPS Gap Actual, da sind dann Restrukturierungskosten und andere Kosten noch abgezogen betrifft, landen wir pro Aktie bei minus 3,08 US-Dollar. Das ist natürlich ein Fehlbetrag von 3,25. Das war so nicht erwartet und ist dementsprechend hier rot eingezeichnet. Und der eigentliche Umsatz lag bei 3,8 Milliarden US-Dollar. Das wurde jetzt allerdings übertroffen. Der Revenue Surprise, wie es hier unten heißt, also die positive Überraschung tatsächlich, war 6,5 Millionen US-Dollar. 3 Punkte. Das waren jetzt von den 3 vorher genannten Punkten 2 positive Dinge. Einmal EPS pro Aktie übertroffen und auch noch die Vorhersage des Umsatzes wurde positiv übertroffen. Jetzt kommt es aber, nämlich der 3. Punkt ist, und das schauen wir uns auch gleich hier an im Bericht, im Quartalsbericht. Hier sieht man nochmal den Total Revenue für das Q4 22 im Vergleich zu Q4 21, die 3,8 Milliarden US-Dollar. Das ist der entsprechende Total Revenue hier. Und wir gehen aber ein Stück weiter runter und dann sieht man, was der Ausblick in die Zukunft also geben soll. Und hier hat man eine wichtige Kennzahl, nämlich der Free Cashflow, der FCF für dieses Jahr, für das Jahr 2023 von entweder Low, unteres Ende, 0, ein Strich hier, oder oberes Ende, High, 200 Millionen US-Dollar. Und das sind krasse 2 Milliarden US-Dollar Unterschied, die man eigentlich von Analysten und Experten, die das für das Jahr 2023 schon im Voraus geschätzt haben, erwarten. Und das ist natürlich die große Enttäuschung und Abweichung. Und genau deswegen, weil eben das Management hier so eine vorsichtige Vorhersage getroffen hat, die Messlatte ist hier ganz nach unten gelegt worden, ist man aber von der Investorenseite und auf den Märkten tatsächlich doch sehr enttäuscht worden. Und das ist der Hauptgrund, warum es hier 21% runtergegangen ist. Also der Ausblick in das aktuelle Geschäftsjahr 2023 wird ziemlich dunkel sein und das hat natürlich Auswirkungen auf den Aktienkurs. Und genau das sieht man auch hier, wenn man also nochmal weitergeht auf die aktuellen Zahlen. Gestern der Kurs um minus 21% aufgerundet gefallen. Dann in der Übersicht hier heute nochmal ein kleines Plus, also die Kommentatoren auch auf der Plattform zu diversen Artikeln über die Quartalsergebnisse von Lumen Technologies wollen den Rebound ein bisschen mitnehmen. Manche sind aber auch sehr enttäuscht natürlich und kann man verstehen bei diesen schlechten durchwachsenen Zahlen, die Lumen Technologies hier präsentiert hat. Also es kann eine kleine Chance auf einen Rebound geben. Das heißt, dass der Aktienkurs auf
3,80 Euro, vielleicht 4 Euro, über 4 Euro springt wieder und dementsprechend wartet man jetzt ab und manche sind hier schon wieder eingestiegen, auch manche, die hier schon kommentiert haben zu bestimmten Videos über Lumen Technologies, die ich gemacht habe, haben gesagt, sie steigen jetzt mal ein, in der Hoffnung, dass es einen kleinen Rebound nach oben gibt. Kann man machen, ich werde es wahrscheinlich nicht tun und bin da eher vorsichtig. Das ist natürlich eigenes Risiko, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ist vielleicht eine kleine Möglichkeit, eine Chance, etwas von dem eingesetzten Geld wieder zurückzubekommen. Jetzt schauen wir nochmal, was positiv war. Noch ist natürlich der Abbau von Schulden, der weiterhin massiv stattgefunden hat. Man sieht es hier in der Zusammenfassung. Also es sind Net Debts bei 9,9 Billion US-Dollar. Also das sind 9,9 Milliarden US-Dollar, die weiterhin abgebaut worden sind. Und genau das findet man auch, diese Kennzahl, in der Bilanz. Und das ist schon eine gute Hausnummer. Also dadurch spart man sich natürlich auch bei steigenden Zinsen die entsprechenden Zinskosten, die entstehen in diesem Geschäftsjahr. Und das ist also ein positiver Effekt. Warum sind jetzt aber die Quartalszahlen so schlecht geworden und warum kann Lumen Technologies einfach nicht aus diesem Strudel an Verlusten und Umstrukturierungskosten herauskommen? Da habe ich mir folgende Quelle ausgesucht. Es gibt wieder auf seekingalpha.com, also wirklich manche Dinge sind sehr gut dort, kann man das genauer erkennen. Es gibt hier einen Analysten, einen Kommentatoren, der entsprechend hier eine Grafik zusammengestellt hat und man sieht also, ich hoffe, es ist groß genug, ich zoome ein bisschen rein, dass ihr auch das auf dem Handy sehen könnt, die Geschäftsbereiche Voice and Others, also dahinter steckt wahrscheinlich Telefonie und andere Dienstleistungen in diesem Bereich, sind im Jahresvergleich um minus 15,6% gesunken. Das heißt, hier sind starke Verluste und auch der Kommentator schreibt weiterhin, dass das noch weiterhin in diesem Jahr genauso passieren wird. Also auch im nächsten Quartal werden wir hier Verluste haben. Das sind also Altlasten aus früheren Jahren von Zeiten CenturyLink und als damals eben verstärkt auf diesen Geschäftsbereich Voice and Others gesetzt wurde. Entsprechend hier Breitbandanschlüsse bzw. Breitbandgeschäft ist auch um fast 10% im Jahresvergleich hier gesunken auf 377 Millionen US-Dollar und das ist natürlich schon 10% weniger im Jahresvergleich, ein heftiger Wert, der eben auch dann Einfluss auf die Faktoren, auf die Geschäftszahlen hat. Was kann man hier noch rauslesen? Die einzelnen Quartale hier, Fiber Contribution, Massenmarkt, da geht es stetig nach oben um 1%. Mass Markets, Fourth Quarter Revenue Mix und hier sieht man also die prozentuale Breitbandgeschäft hat hier einen Beitrag von 62,8% geliefert und jetzt im Q4 waren das 66%. Also Breitband im Vergleich zu Voice and Others. Voice and Others ist der Bereich gesunken, was ja eher eigentlich ein Vorteil ist, wenn der Positivbeitrag, in dem Fall hier Negativbeitrag, etwas kleiner ist im Vergleich zu dem Q4 2021. Es gibt auch noch einen weiteren Kommentator, der hier beschreibt, dass also jetzt langsam der Aktienkurs eine Bodenbildung gefunden hat. Ich glaube das allerdings nicht und bin da sehr vorsichtig und denke mal, es kann tatsächlich nochmal auf $2 runtergehen und das wären tatsächlich auch nochmal fast 50%, die halbiert werden und das kann durchaus passieren. Also passt auf, Lumen Technologies ist momentan ein riskantes Investment in mein Depot und ich zeige euch meine Lumen Technologies Position. So, ich habe mich also hier in der Desktop-App angemeldet und bin auf meine Position Lumen Technologies gegangen. Ich habe hier circa, hier sieht man also nochmal den Monatsüberblick und boom, 28% ging es runter. Hier gestern nochmal der Abstieg von 4,76 € auf 3,69 € jetzt in der Spitze, ist leicht wieder zurückgekommen, der Aktienkurs. Und ihr seht, ich bin hier 63% im Minus. Die Strategie ist natürlich jetzt zu warten und weiter zu halten, weil wenn ich die Verluste stoppe und realisiere, dann ist es erstmal das Geld weg. Wie seht ihr das? Habt ihr auch so Positionen? Ich weiß, manche sind bei euch schon ausgestiegen und meine Strategie, ich weiß noch, wie ich letztes Jahr hier noch im Plus war bei meinem
Lumen-Aktien hier, man hätte bei 11 Euro, 12 Euro waren die Spitze in den letzten 52 Wochen, das sieht man hier, ja, 11,70 Euro sieht man hier unten, und ich weiß, dass ich da immer noch geschaut habe und hatte hier auch ein kleines Plus, aber es ist der Bias, ich bin hängen geblieben, ich habe das Ausstiegsfenster und den Zeitpunkt verpasst, ich habe mich auch, muss ich zugeben, von den 8% Dividenden hier blenden lassen und nicht mehr so genau auf die Zahlen geschaut. Also das ist wirklich nochmal auch vielleicht für alle Investoren. Ja, schaut euch immer wieder mal die Zahlen von euren Investments an, von den Einzelunternehmen insbesondere, um halt so einen Ausstieg nicht zu verpassen und richtig den Zeitpunkt zu wählen. Das wäre ehrlich gesagt der optimale Zeitpunkt gewesen, hier letztes Jahr im Juli zu verkaufen. Und jetzt heißt es abwarten. Ich werde den Rebound mitnehmen und dann aber auch, ich habe 592 Stück zum Einstiegskurs von 9,79 und könnte dann entsprechend bei diesen Werten langsam aussteigen. Kommen wir nochmal zurück auf 10 Euro. Das ist wirklich nur ein besonderes Szenario. Wir haben halt jetzt die Situation, dass die Dividende gestrichen wurde. Die wird auch nicht mehr eingeführt, solange Lumen Technologies miese macht pro Quartal, und wie es aussieht, habt ihr gesehen, dass der Cashflow ziemlich schlecht ist dieses Jahr, und wenn da nur 200 statt 2,2 Milliarden US-Dollar reinkommen, 200 Millionen US-Dollar, dann hilft es auch nicht, dass das Management die Dividende wieder einsetzen wird. Das heißt, die wird erstmal wegbleiben, das ist wirklich ja, so realistisch leider muss man das betrachten, und es ist aber bei mir eine kleine Position, also es gibt Leute, die haben hier auch bei den Seeking Alpha Kommentatoren 100.000 US-Dollar in Lumen Technologies investiert. Ich meine, ich kann nur immer das lesen, und wenn jemand das schreibt, vermute ich jetzt erstmal, das ist korrekt. Stellt euch das mal vor, also davon gleich mal von 100.000 US-Dollar 20% in einem Monat, fast 30% weniger, das heißt, da sind dann 30.000 US-Dollar weg. Das ist schon mal echt hart und bitter, und die Stimmung bei den Anlegern ist hier wirklich, zumindest den kleinen und Privatanlegern, ist wirklich schlecht. Was vielleicht noch helfen könnte, ist, dass Lumen Technologies in den nächsten 1-2 Jahren übernommen wird. Dass Teile nicht nur verkauft werden, sondern eben, dass Lumen Technologies auch einen Käufer findet und andere übernehmen werden. Das könnte helfen, ist aber natürlich nicht sehr wahrscheinlich momentan, weil einfach die Tochter Lumen Technologies nicht sehr hübsch ist zurzeit. So, das war es erstmal. Wenn ihr wissen wollt, was für andere Aktien es noch gibt mit einer Dividende, dann schaut euch mal das Video hier oben an von der Bank of Nova Scotia, und es gibt eine weitere Aktie, das Video kommt bald, das wird von mir gemacht, das ist das TransAlta Renewables Video, und dort gibt es auch nochmal saftige, sogar monatliche Dividenden. Bleibt investiert, ich freue mich, schenkt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, und bis bald demnächst. Ciao, ciao.